Wie kann man den Use Case über das Use Case Diagramm hinaus noch mit mehr Details anreichern? Das macht man mit Szenarien und das kommt jetzt. Der OML-Standard sieht für Use Cases das Use Case Diagramm vor, was wir uns in den vergangenen Videos angeschaut haben. Das Use Case Diagramm ist aber noch nicht besonders aussagekräftig. Richtig aussagekräftig wird es eigentlich erst, wenn man es ergänzt durch Szenarien. Und für solche Szenarien verwendet man üblicherweise eine Textform. Meistens macht man das tabellarisch. Diese Tabellen sind nicht genormt, da gibt es keinen Standard für. Deswegen ist das, was ich Ihnen jetzt hier in dem Video zeige, letztlich eine Empfehlung, zusammengestellt von mir aus existierenden, in der Literatur zu findenden Templates und letztlich auch meiner eigenen Projekterfahrung. Also in so ähnlicher Form habe ich in meiner Berufspraxis Use Cases spezifiziert. So ein Use Case Template hat im Wesentlichen zwei Teile. Es hat einen Header, den schauen wir uns jetzt gleich an, und es hat einen Teil, in dem Szenarien definiert werden. Das machen wir dann danach und wir werden uns beides anhand eines ganz konkreten Beispiels anschauen. Der Use Case Header sollte sinnvollerweise mindestens diese 6 Felder haben. Der Name des Use Cases, das ist der auch im Use Case Diagramm auftaucht. Dann ist es sinnvoll, den auslösenden Aktor zu nennen. Das ist der Aktor, der letztlich den Anstoß gibt, dass dieser Use Case ausgeführt wird. Dann haben wir gesehen in dem Diagramm, es kann außer diesem auslösenden Aktor noch weitere Aktoren geben, die dann beteiligt sind. Normalerweise macht man als Konvention, dass der auslösende Aktor links steht, weil man als europäischer, westlicher Mensch von links nach rechts guckt und liest. Das ist aber nicht streng festgelegt, das ist nur so eine Konvention. Also die weiteren Aktoren würde man dann in diesem dritten Feld listen. Es ist auch sinnvoll, einen Auslöser für den Use Case zu benennen, also letztlich die Situation zu beschreiben, die den auslösenden Aktor dazu bringt, überhaupt diesen Use Case auszuführen. Also das ist so ein bisschen Kontextinformation für den Use Case. Und zwei wirklich sehr wesentliche Felder sind Vorbedingung und Nachbedingung. Vorbedingung ist diejenige Bedingung, derjenige Zustand, der gegeben sein muss, damit ich diesen Use Case überhaupt starten kann. Der muss dann nicht notwendigerweise erfolgreich verlaufen, aber ich kann ihn nur dann anfangen, wenn die Vorbedingung gegeben ist. Und wenn der Use Case erfolgreich durchgelaufen ist, dann kann ich davon ausgehen, dass die Nachbedingung erfüllt ist. Wir werden das gleich im konkreten Beispiel sehen. Das Beispiel, was wir uns anschauen, ist das Campus-Management-System, was wir schon im vorangegangenen Video kennengelernt haben. Ich habe es nur nach Englisch übersetzt. Das ist dann der Text, den wir betrachten werden, weil wir auch im Praktikum einen englischen Text verwenden werden. Wir sehen also einen Text, der 2 Use Cases beschreibt. Eine Sachbearbeiterin, also ein Clerk, hat einerseits die Möglichkeit, einen Studierenden manuell einzuschreiben, also Enroll Student Manually, wenn der normale Self-Service-Einschreibevorgang aus irgendwelchen Gründen fehlgeschlagen ist. Und es gibt dann zweiten Use Case, Store Student Resume, also einen Lebenslauf für einen Studierenden abzuspeichern, sodass der verfügbar ist, wenn sich der Studierende intern für eine Stelle bewirbt, zum Beispiel für eine Tutorstelle. Und beide Use Cases beinhalten den Sekundär-Use Case Login using Campus ID. Wir schauen uns jetzt mal den Text im Detail an und versuchen, den Template-Header für diesen Use Case, für den oberen Use Case Enroll Student Manually auszufüllen. Als erstes würden wir mal den Text anschauen und die Blöcke ausgrauen, die wir jetzt nicht zu betrachten brauchen. Der erste Satz beschreibt ein Ziel und kann deswegen ignoriert werden. Und der letzte Satz ist ein zweiter Use Case, nämlich der Store a Resume Use Case. Das heißt, wir müssen nur auf diesen mittleren Abschnitt gucken. Und jetzt habe ich hier oben mal den Header des Use Cases hinkopiert, damit ich nicht so viel springen muss hier in dem OneNote, was ich benutze.
und versuche mal, die einzelnen Felder zu füllen. Den Namen des Use Cases hatten wir vorher schon mal identifiziert. Man beachte, dass ich hier aus dem Plural eine Einzahl gemacht habe. Denn das ist gute Praxis, dass man Objekte in der Einzahl benennt. Was ist der auslösende Aktor? Der auslösende Aktor ist der Clerk. Welche weiteren Aktoren habe ich im System? Schauen wir mal drüber. Menschliche Aktoren haben wir im Moment nicht. Man könnte ja meinen, der Student wäre ein Aktor, aber das ist er nicht. Der Student taucht in dem Use Case gar nicht auf. Der Student ist sozusagen nur das Datenobjekt, was angelegt wird. Was wir aber als Aktor haben, das ist dieses zentrale Registry System der Hochschule, was es übrigens in Wirklichkeit nach meinem Wissen nicht gibt. Ich habe das jetzt nur erfunden für dieses Beispiel. Das ist ein externes System, was von unserem Campus-Management-System gerufen wird und dadurch ist es ein Aktor, ein zwar nicht menschlicher Aktor, aber wir müssen es aufnehmen. Was ist der Auslöser unseres Use Cases? Auch die Antwort darauf finden wir im Text, und zwar in diesem Satz hier. Also, in case there have been problems with the regular self-service enrollment process. Also dieser Use Case wird in dem Fall aufgerufen, dass der Studierende nicht in der Lage war, diese Einschreibung selbst durchzuführen, wie das normal ablaufen würde. In dem Fall würde ich das also durch die Sachbearbeiterin manuell tun lassen. Tragen wir das ein. Was ist jetzt die Vorbedingung, um diesen Use Case durchführen zu können? Auch da können wir wieder in den Text schauen und sehen, dass hier genannt ist, after the clerk has logged in using her Campus ID. Wir haben diesen Login-Vorgang mit der Campus ID, weil er ja alle Nase lang vorkommt in ganz vielen Use Cases für die Sachbearbeiterin, als einen sekundären Use Case modelliert. Und den können wir hier tatsächlich als Vorbedingung nennen. Dann schließlich, was ist die Nachbedingung des Use Cases? Auch das finden wir im Text. That means that the student has been successfully enrolled in the desired study program. Das heißt also, die Nachbedingung im Erfolgsfall dieses Use Cases ist, der Studierende ist eingeschrieben. Jetzt haben wir den Header gefüllt und jetzt wollen wir in den zweiten Teil des Templates übergehen und die Szenarien füllen. Was ist überhaupt ein Szenario? In der Domain Exploration, in der Requirements Analyse spricht man von einem Szenario, wenn wir eine Interaktion zwischen Aktoren und Systemen beschreiben, und zwar aus Sicht der Aktoren. Für den Use Case benutzen wir 3 Typen von Szenarien, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Der wesentliche Teil ist das Hauptszenarien. Das sind die Aktivitäten, die man im Normalfall durchläuft, wenn man diesen Use Case abarbeitet. Also alles geht gut, man erreicht das Ziel, das man erreichen will. Und das Szenario, werden wir gleich noch ein bisschen genauer sehen, führt diese Aktivitäten einfach Schritt für Schritt auf. Also es findet sozusagen eine minimale Formalisierung statt, nur insofern, als dass man schaut, dass man die einzelnen Schritte in natürlicher Sprache kompakt und kurz und aus Nutzersicht beschreibt. Also nicht technisch, sondern wir schauen schon aus der Sicht des Nutzers darauf. Dann gibt es einen zweiten Szenariotyp, den wir auch im Use Case Template abbilden. Das ist das Alternativszenario. Das ist der Fall, wenn ich einen anderen Weg zum Ziel finde, als der im Normalfall stattfindet, aber ich habe die gleiche Nachbedingung wie im Hauptszenario. Machen wir ein kurzes Beispiel. Nehmen wir an, wir schreiben einen Use Case, dass wir von unserem Geldautomaten Geld abheben. Also der Use Case hieße Geld abheben am Geldautomaten. Und das Hauptszenario würde dann beschreiben, dass ich die Scheckkarte einführe und die PIN eingebe und den Betrag eingebe und dann das Geld rausnehme. Das Alternativszenario könnte sein, dass der Automat mir sagt, tut mir leid, es ist nicht mehr genug Geld da, bitte geh rein in die Bank und
hole das Geld dort. Und dann gehe ich rein und hole das Geld am Schalter und gehe raus. Das heißt, meine Nachbedingung ist auch in diesem Fall erreicht. Ich habe Geld in der Tasche, aber ich habe einen anderen Weg genommen als den des Normalfalls. Und dann gibt es schließlich noch das Ausnahmeszenario. Das Ausnahmeszenario beschreibt Ausnahmesituationen, ungewöhnliche Situationen, insbesondere eben Situationen, die zu einer anderen Nachbedingung führen. In der Regel sind das Scheiternbedingungen, Misserfolgsbedingungen. In diesem Fall des Geldautomaten wäre zum Beispiel das Ausnahmeszenario, dass der Automat mir sagt, tut mir leid, Stefan, dein Konto ist überzogen und zieht meine Checkkarte ein, meine EC-Karte ein. Wichtig ist übrigens noch zu bemerken, dass wir in den Szenarien immer davon ausgehen, dass das System fehlerfrei funktioniert. Das ist etwas, was ich relativ häufig in den Übungen sehe, dass dann Dinge beschrieben werden wie das System hat einen Fehler und deswegen kommt kein Geld. Sowas schreiben Sie nicht in das Szenario. Sie gehen immer davon aus, dass es fehlerfrei funktioniert, also dass das System funktioniert so wie gewünscht, weil was Sie ja hier gerade machen, ist ein gewünschtes Verhalten beschreiben. Das Ausnahmeszenario ist ja kein Fehlerfall, sondern es ist schon ein gewünschtes Automatenverhalten. Nur aus meiner Nutzersicht ist es eben ein Ausnahmeszenario, weil ich doch lieber Geld gehabt hätte, aber da mein Konto halt überzogen ist, bekomme ich halt keins. Aus Sicht der Bank ist es absolut sinnvoll so. Und diese 3 Szenarien tragen wir jetzt in den zweiten Teil des Templates ein. Normalerweise ist es auch wieder ein tabellarisches Template, wo die 3 Szenarien untereinander aufgelistet sind. Ich habe hier jetzt nur das Hauptszenario aufgetragen. Ich habe Ihnen hier eine 3-spaltige Darstellung gegeben und die würde ich Sie auch bitten, im Praktikum zu benutzen. Ich muss dazu sagen, das ist etwas, was ich in der Praxis nicht gesehen habe, was ich aus der Praxis nicht kenne. Ich finde das aber sinnvoll, dass Sie das jetzt erstmal machen, um die verschiedenen Perspektiven in so einem Use Case richtig einordnen zu können. Was bedeuten diese 3 Spalten? Die linke Spalte heißt Benutzer. Das sind also die Schritte, die der Benutzer selber, der menschliche Aktor, oder vielleicht, wenn es mehrere menschliche Aktoren gibt, die menschlichen Aktoren tun mit dem System oder als Reaktion auf etwas, was das System tut. Die mittlere Spalte ist etwas, was das System selbstständig macht. Als Reaktion beispielsweise auf eine Eingabe des Benutzers. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier die Bedeutung bewusst weggelassen, weil das machen wir gleich noch am Beispiel, dass in den ersten beiden Schritten der Benutzer ein System aufmacht, sich einloggt und irgendwas eingibt. Dann könnte im dritten Schritt das System eine irgendwie geartete Berechnung oder eine Query durchführen und dem Benutzer etwas anzeigen. Der Benutzer macht dann in Schritt 4, trifft eine Auswahl und dann macht das System wieder irgendeine Berechnung oder speichert etwas und könnte dann in Schritt 6 ein externes System aufrufen. Das externe System ist auch ein Aktor, aber eben ein nichtmenschlicher Aktor. Also typischer Fall wäre zum Beispiel, wenn Sie ein E-Commerce-System modellieren und Sie kommen dazu, dass Sie den Warenkorb dann bezahlen wollen. Dann kommen Sie irgendwann zum Checkout-Punkt und wenn Sie dann eine Kreditkarte angeben, dann haben Sie, oder auch mit PayPal bezahlen, ähnliches Prinzip, dann haben Sie immer einen Punkt, wo dieses E-Commerce-Portal sich mit einem externen System, also zum Beispiel dem System der Kreditkartengesellschaft, in Verbindung setzt und die Kartennummer autorisiert, die Sie eingegeben haben. Das wäre dann der Schritt 6. Also der Schritt 6 wäre die Antwort dieses Kreditkartensystems, was prüft, ist denn die Karte gültig, ist da noch Geld drauf, kann ich die Zahlung autorisieren und spielt dann das Ergebnis zurück an unser System und dann kann das System irgendetwas tun. Zum Beispiel sagen, hat geklappt und das Ergebnis anzeigen. Zusätzlich zu diesem Hauptszenario gibt es, wie eben schon erwähnt, noch das Alternativ- und das Ausnahmeszenario. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich denn von meinem natürlich sprachlichen Text, das ist ja ein Fließtext, in so eine schrittweise, spaltenweise gegliederte Darstellung? Das zeige ich Ihnen gleich nochmal am Beispiel, aber ich gehe erstmal über die Schritte drüber, die Sie anwenden können. Im Grunde gibt es da 2 Phasen. Ich habe die mal semantische und syntaktische Textbereinigung genannt. Bei der semantischen Textbereinigung
gehen Sie durch den Text und streichen erstmal alles weg, was Sie gar nicht näher betrachten brauchen. Das ist insbesondere Ziele und Kontext des Systems. Also Sätze, die einfach nur sagen, das geplante System soll dieses und jenes erreichen. Das ist keine Handlung, das ist keine Funktionalität, das ist einfach das Ziel. Ist eine sinnvolle und gute Information, brauchen Sie auch noch, aber für die Szenarienentwicklung brauchen Sie den Satz nicht und können ihn streichen. Dann hat man häufig in solchen Texten nochmal ergänzende Beschreibungen, die einfach zum besseren Verständnis da sind. Auch die streichen Sie weg. Wir machen das gleich alles am Beispiel. Und letztlich gucken Sie auch, ob es Paraphrasierungen gibt, also Wiederholungen der gleichen Aussage mit anderen Worten. Auch die streichen Sie weg. Ich mache das deswegen hier so ausführlich, weil Sie dann so eine Art Kochrezept bekommen, wie Sie wirklich durch so einen Fließtext durchgehen können mit dem Stift, entweder auf Papier oder, wie ich das gleich machen werde, auf dem Tablet und dann wirklich ganz normal einfach Sätze streichen. Das macht es ein bisschen einfacher, diesen Prozess einzuüben. Wenn Sie das dann ein paar Mal gemacht haben, werden Sie wahrscheinlich nicht mehr mit dem Stift streichen müssen. Aber fürs erste Mal ist es vielleicht ganz hilfreich. Das war die semantische Textbereinigung, wo Sie auf die inhaltliche Bedeutung von den Sätzen schauen. Aber es gibt auch noch die syntaktische Textbereinigung. Das ist eigentlich da, wo es tatsächlich interessant wird. Da gucken Sie eigentlich nur auf die Worttypen, auf die Grammatik der Sätze. Und zwar streichen Sie als erstes mal alle Verben an. Das liegt daran, dass die Use Cases zur Verhaltensperspektive gehören. Wir hatten ja diese 2x2-Matrix uns angeschaut und die verschiedenen Diagrammtypen da einsortiert. Use Cases gehören nach oben links, Verhaltensperspektive und Nutzersicht. Verhaltensperspektive heißt, ich schaue auf die Verben. So, dann schaue ich an, wenn es so substantivierte Verben gibt, Änderung von irgendwas. Das drehe ich in Richtung etwas ändern. Also ich betrachte das als eine andere Formulierung eines Verbs. Wenn ich sowas wie Modalverben habe, also auf Deutsch dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen oder die, wie wir gleich sehen, englische Entsprechung, die lassen wir weg, weil wir letztlich das Verb einfach in der normalen Präsens-Infinitivform aufschreiben. Passivkonstruktionen setzen wir nach aktiv. Das System wird gerufen, rufe das System. Und letztlich machen wir alles im Text zur Gegenwartsform. Also der Nutzer hat etwas gemacht, der Nutzer tut etwas. So, dann haben wir im Prinzip alle Verben identifiziert, die wir schauen. Und dann haben wir im Prinzip die Rohliste, die wir in unser Template einordnen können. Bevor wir in das praktische Beispiel gehen können, möchte ich noch mal kurz auf die Nummerierung im Szenario eingehen. Das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil die fortlaufende Nummerierung zur Strukturierung des Use Cases notwendig ist, damit es übersichtlich bleibt. Und es gibt da gewisse eingeschwungene Konventionen. Auch die sind natürlich nicht Teil des UML-Standards, weil das ganze Template nicht im UML-Standard ist. Aber es hat sich trotzdem eingebürgert, die Nummerierung so zu machen, wie ich sie Ihnen jetzt zeige. Im Hauptszenario nummeriert man einfach von 1 bis n durch. Von 1, 2, 3, 4 bis Ende. Also hier in dem Beispiel zum Beispiel gehen wir davon aus, wir haben so ein E-Commerce-System, der Kunde wählt im Schritt 3 eine Anzahl der zu bestellenden Produkte aus. Im Schritt 4, das System gibt eine Bestätigung, dass das Produkt in der Stückzahl verfügbar ist. Schritt 5, der Kunde klickt kostenpflichtig bestellen. Und Schritt 6, das System übergibt die Bestellung ans Auslieferungslager. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass im Schritt 4 Dinge nicht exakt nach Plan laufen, also nicht so wie der Normalzustand ist. Das wäre jetzt ein Fall für das Alternativszenario. Nehmen wir also an, das Produkt ist nicht mehr in der Stückzahl verfügbar. Dann brauchen wir statt des Schritts 4 2 Schritte, um zu einer zumindest einigermaßen gleichen Nachbedingung zu kommen, auf einem anderen Weg, nämlich 4a1, Produkte sind nicht mehr in der Stückzahl verfügbar. Das System würde an der Stelle dann die verfügbare Anzahl nennen
Und in Schritt 4a2 reduziert der Kunde dann seine Bestellung auf die verfügbare Anzahl und, ich gehe nochmal zurück, kann dann in Schritt 5 wieder kostenpflichtig bestellen klicken und in Schritt 6 die Bestellung an das Auslieferungslager übergeben. Das heißt, die Nachbedingung ist nach wie vor erfüllt, die Bestellung ist erfolgreich. Auch wenn der Kunde vielleicht nicht genauso viel bekommen hat, wie er gewollt hat. Also man könnte ein bisschen darüber diskutieren, ist das jetzt ein Alternativ- oder ein Ausnahmeszenario, aber da möchte ich jetzt gar nicht so tief eintauchen. Interessant ist die Art der Nummerierung hier, das ist quasi der kompliziertere Fall zuerst. Wenn man also ein Alternativ- oder Ausnahmeszenario formuliert und man hat in einem bestimmten Schritt einen anderen Verlauf als im Hauptszenario, dann nimmt man die Nummer des Schritts, an dem es anfängt abzuweichen, und nummeriert dann mit Buchstaben weiter. Also das war in diesem Fall der Schritt 4. Und dann mache ich da den Buchstaben A dran, also 4a. Und ich habe noch zusätzlich den Fall, dass aus dem Schritt 4 jetzt plötzlich 2 Schritte geworden sind. Ich möchte aber natürlich die Nummerierung des Hauptszenarios, die möchte ich weiter als Referenz behalten. Also würde ich im Alternativszenario sagen 4a1, Produkt nicht mehr da, System nennt verfügbare Anzahl, 4a2, Kunde reduziert auf die Anzahl. Und dann kann er nämlich, das ist die implizite Konvention, wieder in der normalen Zählweise des Hauptszenarios weitermachen. Nehmen wir einen zweiten Fall an, dass das Produkt nicht mehr da ist und der Kunde jetzt aber darauf verzichtet zu kaufen. In dem Fall läuft es nochmal etwas anders. Also da haben wir den Schritt 4b, der ähnlich ist wie eben. Also die Produkte sind nicht mehr in der Stückzahl da. Das System nennt die verfügbare Stückzahl. Der Kunde entscheidet sich jetzt aber, anstatt in Schritt 5 wie im Hauptszenario kostenpflichtig bestellen zu klicken, sagt er jetzt, nein, ich möchte nur die Anzahl, die ich ursprünglich wollte, weniger nutzen mir nichts, ich möchte auf den Kauf verzichten und er klickt abbrechen. Dann haben wir also in 5b ebenfalls eine Alternative zum Hauptszenario. Deswegen müssen wir hier mehrere Schritte wiederholen aus dem Hauptszenario, wo wir dann diesen Alternativbuchstaben, in diesem Fall ein B, weil wir A ja gerade schon hatten, dran machen. Und wir bekommen, da es ein Ausnahmeszenario ist, auch eine andere Nachbedingung, nämlich, dass der Vorgang an dieser Stelle ohne einen Kauf abgebrochen worden ist. Das heißt, der Kunde hat an der Stelle tatsächlich nichts bestellt. Nachbedingung ist anders als im Hauptszenario. Dieses System, wie ich aus dem Fließtext meine Schritte für Hauptszenario, Alternativszenario und Ausnahmeszenario gewinne und wie ich die Schritte nummeriere, das schauen wir uns jetzt mal im praktischen Beispiel an. So, schauen wir uns den Text mal genauer an und beginnen mal mit der semantischen Analyse. Also, schauen wir uns den ersten Satz an. In the system, clerks can manually enroll students in case there have been problems with the regular self-service enrollment process. Das ist ein Satz, der das Ziel des Systems beschreibt. Den können wir streichen. After the clerk has logged in using her Campus ID. Auch den Satz können wir streichen, weil den haben wir schon in der Vorbedingung abgefrühstückt. Der ist quasi versteckt in dem Include des Login-Use-Cases. Auch gestrichen. Der nächste Satz, she enters name and address for the new student, ist eine Aktivität. Then she picks the study program from a list proposed by the system, ist auch eine Aktivität. After the clerk has clicked create student, the new student is stored to the CAMS database, auch eine Aktivität. The system then calls the university's central registry system, auch eine Aktivität, which generates a new matriculation number not yet in use, auch eine Aktivität. The system stores the matriculation number and displays a success message to the clerk, auch eine Aktivität, also brauchen wir alles bis jetzt. This means that the student has been successfully enrolled in the desired study program. Das ist die Nachbedingung, die haben wir schon im Header, das können wir streichen, ist keine Aktivität. It may happen that the registry system returns that the student already has a matriculation number. Das wird gleich zu einem Ausnahmeszenario werden. Because she or he is already enrolled to another study program.
Also, dieser erste Halbsatz, returns that the student already has a matriculation number, das müssen wir stehen lassen, das brauchen wir als Aktivität. Der zweite Satz, because he, she is already enrolled, ist der Kontext, also der Grund dafür. Können wir streichen. In that case, the system denies enrollment, das ist eine Aktivität, until the student has exmatriculated from the old study program. Auch das ist wieder eine Bedingung, das können wir streichen. So, damit haben wir jetzt schon eine Menge von Sätzen weggestrichen. Und jetzt können wir mal anfangen, die syntaktische Analyse durchzuführen. Wir streichen mal als erstes alle Verben. So, damit haben wir alle Verben angestrichen und damit auch alle Kandidaten gefunden, die wir in Schritte des Haupt- und des Ausnahmeszenarios umwandeln können. Ein Alternativszenario gibt es hier in diesem kurzen Text nicht. Also entweder es läuft mit dem Hauptszenario durch oder es gibt die Ausnahme, dass die Einschreibung verweigert wird, bis der Studierende sich exmatrikuliert. Das Einzige, was wir streichen sollten, ist hier unten der Satz It may happen that. Das ist ja eigentlich keine Aktivität als solches, sondern die Aussage, dass das nicht jedes Mal passiert, sondern nur ab und zu. Also im Grunde genommen die rechtfertigen dafür, dass wir das zu einem Ausnahmeszenario machen. Deswegen streiche ich das einfach und lasse aber den Rest stehen, das haben wir ja schon etabliert, dass das tatsächlich eine valide Aktivität ist. Die anderen Verben müssen wir alle aufnehmen. Die stehen alle jeweils für einen Aktivitätsschritt. Und man sieht hier, das werde ich jetzt nicht mehr explizit umwandeln, sondern gleich beim Eintragen in das Template berücksichtigen, dass die Form, die wir hier haben, mal nicht immer Präsens, Infinitiv oder Präsens ist. Also hier haben wir zum Beispiel She picks the study program from the list proposed by the system. Da werden wir zwei Schritte draus machen. Erst the system proposes a list und dann the clerk picks a study program from that list. Ich habe den markierten Text mal rüberkopiert, dort wo ich das Template habe, und werde jetzt mal die markierten Aktivitätsschritte in das Haupt- und das Ausnahmeszenario eintragen. Wir beginnen mit einem Schritt des auslösenden Aktors, das ist the clerk. Und den Rest kann ich von hier oben rüber kopieren. Als zweites müssen wir uns den Satz da oben anschauen. Then she picks the study program from a list proposed by the system. Da müssen wir ein bisschen auf die Reihenfolge achten, die zeitlich existiert. Da ist nämlich zuerst das System dran. Das System schlägt dann Studiengänge vor. Und wenn das passiert ist, dann wählt die Sachbearbeiterin einen Eintrag davon aus. Als vierten Schritt klickt die Sachbearbeiterin auf Create Student. Als Reaktion speichert das System im fünften Schritt den neuen Studenten in seiner Datenbank. Dann haben wir im sechsten Schritt den Call zu diesem University's Central Registry System. Dieses Registry System generiert dann diese neue Matrikelnummer. Das müssen wir jetzt hier in die rechte Spalte eintragen, denn die rechte Spalte gehört zu dem externen System. Das Registry-System ist aus unserer Sicht ein externes System. Dann haben wir den Schritt, dass das System diese die Matrikelnummer speichert. The system stores the matriculation number. Und schließlich im neunten Schritt zeigt dann das System eine Erfolgsnachricht für die Sachbearbeiterin. Damit haben wir das Hauptszenario abgeschlossen. Der Student ist gespeichert und die Nachbedingung ist erfüllt. Dann können wir uns jetzt
dem noch nicht bearbeiteten Stück des Textes zuwenden, wo wir das Ausnahmeszenario anschauen. Die Aktivität ist die folgende. Das Registry-System gibt zurück, dass es schon so eine Matrikelnummer gibt. Das ist eine Alternative zu dem Schritt 7, wo es im Normalfall halt eine neu generierte Nummer gibt, aber hier hat die Registry gefunden, es gibt schon eine Nummer. Das heißt, wir gehen hier hin und sagen, in Schritt, ich kopiere es erstmal rein und dann mache ich die Nummer dran. Das wäre jetzt der Schritt 7a. Denn das ist eine Alternative zu Schritt 7. Jetzt sehe ich habe von der Registry die Nachricht zurückbekommen, dass es keine Matrikelnummer generieren kann. Dann gilt hier The System Denies Enrollment. Das mache ich auch mit dem Buchstaben A und das wäre dann mein 8. Schritt. Und jetzt wäre ich eigentlich fertig. Also oben im Text steht nichts mehr. Ich habe alle Textteile abgearbeitet. Aber wenn ich mal hier oben hingucke, dann sehe ich in Schritt 5 habe ich gesagt, das System speichert den Studenten in der Datenbank und speichert dann hier in Schritt 8 im Hauptszenario nochmal die Matrikelnummer dazu. Wenn ich das tatsächlich so umsetze, dann habe ich ein Problem, weil jetzt habe ich sozusagen so einen halben Studenten in der Datenbank. Also müsste ich jetzt das nochmal dazu tun. Was würde ich in der Praxis tun in so einem Fall? Ich würde mit dem Kunden reden und den Use Case überarbeiten, beziehungsweise den Anforderungstext überarbeiten. Ich nehme mal an, ich hätte das jetzt getan und würde dann nochmal hier ergänzen. System rolls back the enrollment. Das wäre dann mein Schritt 9a. Und dann sollte ich ja der Sachbearbeiterin auch sagen, was da schiefgegangen ist, weil sonst weiß die ja gar nicht, was passiert ist. Also, the system notifies the clerk about the denied enrollment. Das wäre dann mein Schritt 10a. Was ebenfalls noch fehlt, wäre, um das wirklich zum Abschluss zu bringen, dass die Sachbearbeiterin dann dem Studenten auch wirklich Bescheid sagt. Auch hier nehme ich mal an, dass ich das mit dem Kunden klären würde. Man sieht also, dass so ein Use-Case-Template auch ganz hilfreich ist, um Lücken zu finden, die der Kunde vielleicht vergessen hat aufzuschreiben. Also würde ich das immer in die linke Spalte, da wo der Benutzer steht, reinschreiben. The clerk notifies the student that she or he has to exmatriculate first. So, wenn ich das gemacht habe im Ausnahmeszenario, dann ist es am Ende noch gute Praxis, dass wir die veränderte, jetzt geltende Nachbedingung notieren, weil bei Ausnahmeszenarien gilt eine andere Nachbedingung. Ich würde das ganz pragmatisch einfach in die letzte Tabellenzeile schreiben und die veränderte Nachbedingung ist in diesem Fall, es hat kein Enrollment stattgefunden. Damit haben Sie ein Vorgehen kennengelernt, wie Sie aus einem Anforderungstext als Fließtext ein System von Use Cases mit textueller Beschreibung gewinnen können, die durchaus sprechend und inhaltsreich und ausführlich sind. Das, was Sie hier gesehen haben, ist letztlich nach wie vor der Standard, wenn es darum geht, dokumentenzentriert, also in einem Wasserfallsystem, wenn ich vorab die Anforderungen spezifiziere, Anforderungen festzuhalten und dann an ein Implementierungsteam zu übergeben.